My name is Frankie. Also auf Deutsch. Ja. Sorry. Ich bin Frankie. Ich koordiniere die deutschsprachigen Chapter. Bin direkt vom Chapter Frankfurt. Und fuck. Sorry. Und ich, fuck. Okay, my name is. Ja, das geht immer. Also noch wieder. Okay. Mein Name ist Frankie. Ich koordiniere die Frankfurter Chapter. Das Frankfurter Chapter. Fuck. Okay. Start again. Ich bin Frankie. Ich komme vom Frankfurter Chapter. Ich koordiniere die deutschsprachigen Chapter insgesamt und unterstütze das Zeitgeist-Movement. Jetzt mehr. Mhm. Über die. Angefangen habe ich mit dem Zeitgeist-Movement natürlich durch den Film Zeitgeist, danach den Film Zeitgeist Addendum gesehen, mir sehr viele Fragen selbst beantwortet. Der Film wirft sehr viele Fragen auf. Dann habe ich gesehen, dass etwas getan werden muss. Wir leben auf einem Planeten mit begrenzten Ressourcen und haben ein Wirtschaftssystem, was völlig unnachhaltig voranschreitet. Und insofern muss sich etwas tun. Und das Zeitgeist-Movement schlägt die richtige Richtung ein und hat alle Rahmenbedingungen, um die Welt zu etwas Besserem zu gestalten. Gut. Nochmal. Okay. Now, tell me, why do you support the movement's direction, and why do you think resource-based economy is? Why do you support resource-based economy? Der Grund, warum ich die ressourcenbasierte Wirtschaft unterstütze, ist, weil das kapitalistische System, in dem wir leben, in dem wir alles nach Geld bemessen, völlig unnachhaltig ist, auch unlogisch in sich. Wenn man etwas nach Geld bemisst, sind alle Dinge, die reichhaltig sind, effizient sind und in Masse da sind, nachhaltig sind, machen keinen Profit. Insofern lohnt es sich, Dinge zu verknappen. Es lohnt sich, Dinge unnachhaltig zu produzieren, nur um das System am Laufen zu halten. Dieses System, das wir unterstützen, wenn wir alles nach Geld bemessen, läuft nicht im Einklang mit der Natur und auch nicht im Einklang mit dem Planeten. Insofern auch nicht Einklang mit uns, den Menschen, die von diesem Planeten kommen. And tell me about the history, the present, and the future of the movement in Germany, focusing on the activities. So, what you have done already, you have to definitely talk about what you have in front of you, Mhm. so that people know why it's all here. Mhm. All the project activities and most important elements of the German Zeitgeist history. Mhm. Die Zeitgeistbewegung in Deutschland hat dieselben Schwierigkeiten wie in jedem anderen Land auch. Es gab eine Menge Menschen, die von der Idee sehr fasziniert waren, diese Menschen zu strukturieren, überhaupt erstmal, dass die Menschen zusammenkommen, lernen miteinander zu reden, lernen miteinander zu arbeiten, war eine der größten Herausforderungen bis jetzt. Nun bringen wir etwas Struktur rein, auch ich in einem Team zusammen koordiniere mittlerweile die deutschsprachigen Chapter. Dementsprechend haben wir verschiedene Aktionen gemacht, um das Zeitgeist-Movement weiter nach vorne zu bringen, weiter Bewusstsein zu verbreiten. Einige dieser Aktionen waren unter anderem die World Lecture Tour in München im August 2010, die Premiere von Zeitgeist Moving Forward im Januar 2011, der Z-Day, der sowohl in Frankfurt 2009 als auch 2010 als auch 2011 stattgefunden hat. Diese Aktionen sollen dazu helfen, dass die Menschen sich mehr miteinander verbinden, mehr miteinander kommunizieren und mehr feststellen, dass sie alle im selben Boot sitzen. Viele dieser Flyer, die wir hier sehen, die hier ganz lustig kunterbunt ausgebreitet sind, zeugen davon, dass wir hier schon eine Menge tun. Es gilt, die Bewegung aus dem Online-Bereich in den Offline-Bereich zu bringen. Und da gehören Flyer, Geldscheine, die wir auf den Boden werfen, um aufs Geldsystem aufmerksam zu machen, bis hin zu DVDs, bis hin zu Flyern, die auf sehr simple Art und Weise unser Wirtschaftssystem erklären, bis hin zur Vorstellung des Venus-Projektes, bis hin zu kostenfreien Verteilung eben der Filme. All diese Dinge sind nach langer Arbeit entstanden, in Zusammenarbeit mit sehr vielen weiteren Freidenkern in ganz Deutschland.
deswegen auch sehr viel Liebe an alle, die da draußen das gerade hören. Und jetzt erzählt ein bisschen mehr über diese World Lecture Tour oder über Z-Day und du hast etwas gefilmt dann, ja, oder nicht? Hast du irgendeine like a film record from these meetings? Had anyone some camera there during the lecture tour meeting and Z-Day and everything? Yes, we had. So because what I would like you to do is like talk about these elements, also how it went, you know, how it worked out or not worked out, so that in the meantime we can, for example, use some of the footage that you had as the video for the audio that you're recording right now. So just tell me about this project in more detail. So you know how it came about that you organized the Venus Project Lecture Tour. How did you organize Z-Days and everything? Ja. Kurz zu den Events des Zeitgeist-Movements. Kurz erstmal zum Z-Day, der immer wieder am 13. bis 15. Mai jeden Jahres stattfindet, der Zeitgeist-Tag. Zur Organisation ist jedes Chapter selbst dafür verantwortlich, dass sich die Macher, die Proaktiven unter uns zusammentun und gemeinsam was auf die Beine stellen. Unter anderem in Frankfurt war es 2010 eine riesengroße Jam-Session. Wir haben sehr viel Musik gemacht in der Öffentlichkeit, um eben auch wirklich den Namen der Zeitgeistbewegung bekannt zu machen. Die World Lecture Tour war mit unter anderem eines der Events, was vom Zeitgeist Movement Deutschland in Zusammenarbeit mit dem Zeitgeist Movement Österreich organisiert wurde. Auch da waren es wieder zu Beginn einige wenige proaktive Menschen, die trotz aller Hindernisse und trotz dessen, dass sie vorher sich nie kannten und nie wirklich gelernt haben zusammenzuarbeiten, trotzdem etwas auf die Beine gestellt haben, Jacques Fresco auch nach München geholt haben, seine Ideen dort einem größeren Publikum bekannt gemacht haben. Und zum Schluss aber nicht als allerletztes eben vielleicht noch zur Erwähnung die Premiere von Zeitgeist Moving Forward ab dem 15. Januar bis zum 26. Januar. In dieser Premierenzeit hatten die Chapter weltweit die Möglichkeit, genau diesen Film eben vorab zu zeigen, bevor er kostenfrei im Internet veröffentlicht wurde. Auch hier wurde in Zusammenarbeit mit kleinen Kinos, in Zusammenarbeit mit sehr vielen proaktiven Menschen, auch hier in Deutschland, zu denen ich viel Liebe und Dank ausspreche, es ermöglicht, dass diverse Aufführungen eben in dieser Premierenzeit vorher auch in Deutschland stattgefunden haben. Noch einmal ein großes Dank an alle, die da mitgemacht haben. Und jetzt ein bisschen über die Zukunft von der Bewegung Deutschland. Was denkst du? Was sollen sie eher machen? Projekte für Zukunft. Zur Zukunft der Zeitgeistbewegung in Deutschland ist es dann ein schönes Kapitel, zunächst erstmal zu wissen, dass wir in Deutschland in der sogenannten ersten Welt wahrscheinlich den geringsten Bedarf haben am sozialen Wandel. Doch auch wir müssen uns langsam der Frage stellen, warum gibt es langsam im Mittleren Osten immer mehr Aufstände? Warum gibt es die Griechenland-Krise? Warum geht es in Spanien los? Warum hatten wir Irland schon? Was ist mit Island? Diese ganzen Fragen, da kommen auch mittlerweile die wohlbehüteten Deutschen nicht mehr vorbei. Wir müssen uns der Weltthematik stellen. Wir müssen uns den berechtigten, legitimen Fragen stellen, die dieses System aufwirft. Dahergehend zur Zeitgeistbewegung in Deutschland. Hier sammeln sich immer mehr proaktive Menschen, die eigeninitiativ, lösungsorientiert sich einfach zusammentun und unabhängig der bestehenden Institutionen wie Regierung, Kirche, Banken, Militär einfach agieren. Das heißt, sie schließen sich zusammen und gründen und starten auf Nachhaltigkeit ausgerichtete soziale Projekte oder eben direkt Projekte, die auch förderlich eben für andere Menschen sind und die dafür sorgen, dass wir beginnen, die Welt mit anderen Augen zu sehen, dass wir beginnen, unsere eigenen Werte herumzudrehen hin zu einem Open-Source-System, weg vom Eigennutz, eine holistische Denkweise, nicht nur sehr auf Selbstsucht konzentriert und auf den reinen materiellen Konsum.
Das sind Projekte, die jetzt auch mittlerweile in Deutschland immer größer werden, und dafür ist die Zeitgeistbewegung da, dass eben genau diese Projekte zusammengeführt werden, unabhängig von Egos, und wir sitzen alle im selben Boot, und wenn wir uns nicht ändern, werden wir sterben. Jetzt über die politische, soziale und ökonomische Situation in Deutschland. Die am wichtigsten Sachen, die für uns wichtig auch sind. Zur politischen Lage in Deutschland. Es dauert eine Weile, ehe man auch in Deutschland dieses System, was hier so hochgehalten wird, selbst beginnt wirklich erstmal zu verstehen. Ich danke an dieser Stelle sehr vielen Leuten aus der ehemaligen Finanzbranche oder aus der Finanzbranche, die ehemalig dort tätig sind, wie einem Dirk Müller, einem Professor Franz Hörmann, einem Dr. Bernd Senf, sehr vielen weiteren, die schon seit Jahren vor den logischen Symptomen dieses Systems warnen und die auch das prophezeien, was jetzt auch aktiv da draußen schon passiert. An dieser Stelle möchte ich sehr vielen Leuten danken, auch eben, die den Mut hatten, ihre Stimme zu heben und sich nicht von ihrem Umfeld, nämlich 9 von 10 Menschen, die sagen, es wird nicht so sein, unterkriegen haben lassen. An alle Klardenker, die, wie gesagt, den Mut haben, ihre Stimme zu erheben, nochmal einen großen Dank. Die soziale Situation wird auch in Deutschland gerade immer schlimmer, und wir selbst sind auch nicht mehr das Schlaraffenland, und auch, dass wir nicht wirklich zu lösungsorientierten Menschen erzogen worden sind, macht sich jetzt bemerkbar. Alle Dinge nur in Relation zu setzen, wie im Verhältnis geht es ja uns noch gut, das ist nicht wirklich lösungsorientiert. Wir sollten wegkommen von so einer Denkweise und die legitimen Fragen stellen, warum das System so ist, wie es ist. Und wir sollten eine Lebenswertanalyse durchführen. Kannst du auch ein bisschen erklären über diese Atomkraft, diese Ding in Deutschland? Kannst du mehr über das dann erklären ein bisschen? Zur Frage der Atomkraftgegner, die ich natürlich auch unterstütze. Wenn man sich da fragt, warum eben Atomkraft eingesetzt wird, ist die typische Antwort eben, weil sich Nachhaltigkeit, Effizienz und Reichhaltigkeit wirklich nicht zum Profitmachen eignen. Das heißt, selbst erneuerbare Energien sind nicht wirklich profitabel. Dementsprechend lohnt es sich in dem geldbasierten System, alte, marode Energiegewinnungssysteme zu verwenden, sie nicht zu restaurieren, sie nicht wieder zu modernisieren, weil es kostet ja Geld. Man hält an Altem fest, des Profites wegen. Wir werden bald hoffentlich nicht eben genau die Konsequenzen davon spüren, dass wir genauso eine orientierte Denkweise fördern, dass wir selbst nicht das Zepter in die Hand nehmen, dass wir eben immer noch an die bestehenden Institutionen, die lediglich der eigenen Machterhaltung dienen und lediglich daran interessiert sind, die Dinge so zu behalten, wie sie sind, dass wir diesen Institutionen nach wie vor Glauben schenken, nur weil sie etabliert sind, heißt noch lange nicht, dass sie richtig liegen. Dementsprechend auch Atomkraft wird ein Ende haben, und ich hoffe bald. Ich denke, wer die technischen Möglichkeiten da draußen gesehen hat, der lacht sich über vieles schon mittlerweile tot. Jetzt. How do you see that transition? Die Transition, der Übergang vom Geldsystem in eine ressourcenbasierte Wirtschaft, könnte auf 2 Arten passieren, indem das System ohnehin zusammenkracht, was es jetzt tut, und wir es entweder nicht gelernt haben, vorher miteinander zu reden und miteinander zu arbeiten, um neue Projekte zu starten, um eine bessere Alternative aufzubauen, oder das System wird langsam, aber sicher immer mehr zu dem, was es ohnehin schon ist, die sogenannte New World Order, wie auch immer. Wir tendieren in Richtung einem Überwachungsstaat, wir tendieren auf die typischen Pläne, die unsere Institutionen, die bis jetzt an der Macht sind, ohnehin für uns vorgesehen haben. Wichtig ist zu erkennen, dass nur wir das Ganze in der Hand haben und nur bei 1% der Weltbevölkerung geschätzt alles steuert, heißt es noch lange nicht, dass 99% der Weltbevölkerung keine Macht haben.
Insofern sollten wir das Ganze umdrehen, wir sollten unser Potenzial erkennen und wir sollten wissen, wer und was wir sind und dementsprechend auch, welche Macht wir haben. So wird früher oder später ohnehin die Resource-Based Economy, die ressourcenbasierte Wirtschaft stattfinden. Wir werden zurück auf die Grundlagen des Planeten kommen und wir werden feststellen, dass wir nur in Symbiose mit dem Planeten wieder leben können. Und jetzt dort open und your message to the people of the world. And I don't know if you have it prepared or not, but try to make it as as short and concise as possible, so that we can use as many of them as possible, because they are going at the end of the movie. So. Okay. Auf Englisch? Auf Deutsch. Okay. And after the antwort, after your message, just also keep looking at the camera for. So now it's on you and the camera. Meine Botschaft an die Welt da draußen ist, dass wir unseren Arsch hochkriegen müssen. Wir müssen die Erde als ein ganzes, in sich geschlossenes System verstehen. Und wir müssen lernen, in Verbindung mit dem Planeten zu leben, oder wir werden sterben. So einfach ist das. Grüße aus Deutschland. Okay. Super, das ist alles. Wahnsinn, I just talked shit, man. Fuck.